Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal werde ich euch zeigen, wie man selber Ostereier mit Aquarellfarbe bemalen kann. Ich verwende jetzt Gänseeier inklusive Aufhänger. Wenn eure Eier jetzt keinen Aufhänger haben sollten, dann würde ich die einfach vorsichtig auf einen Zahnstocher zum Beispiel pieksen. Und ich werde jetzt mit Aquarellmalfarbe arbeiten. Ich habe mir jetzt gedacht, dass ich meins in Blau und Lila gestalten werde. Und dann nehme ich mir jetzt mal als erstes mein dunkelstes Blau, was ich habe, und pinsel das hier mal großzügig ein. Ich muss das hier aber auch selber noch mal ein bisschen besser festhalten. Wer jetzt keine dreckigen Finger bekommen möchte, der sollte dann jetzt einfach mal lieber Handschuhe dabei tragen. Aber das kann man auch nachher einfach dann mit Wasser und mit ein bisschen Spüli abwaschen. Es kann da auch richtig großzügig drauf, dass das hier schon ja im Prinzip auch runterläuft. Das ergibt dann nachher einen schöneren Effekt. Mal schauen, ob ich es eben am Aufhänger festhalten kann. Ich hoffe, der bleibt da auch dran. Der scheint da relativ locker dran zu sein, der Aufhänger. Ich brauche mal ein bisschen mehr Wasser. Und das ist dann jetzt die erste Schicht. Und dann kommen nachher noch zwei andere Farben. Ich habe mir jetzt gedacht, ich werde da gleich noch mit einem helleren Blau arbeiten. Dann kommt Lila hinzu, beziehungsweise es kommt noch eine Farbe. Weiß wird da auch gleich ein bisschen mit eingearbeitet werden. Jetzt seht ihr auch den Grund, warum ich da ein Zewa noch drunter habe, weil das Ganze tropft natürlich auch runter. So, die erste Schicht habe ich jetzt aufgetragen. Ich mal eben hier meinen Pinsel so ein bisschen auswaschen. Jetzt kommt ein etwas helleres Blau hinzu. Das wird da jetzt aber mehr so drauf getupft werden. Das wird jetzt nicht mehr einfach so eingepinselt werden. Es soll nachher halt einen schöneren Farbverlauf geben. Das sieht auch in anderen Farben richtig cool aus. Nehmt einfach die Farben, die ihr am schönsten findet. Immer mal irgendwo hintupfen oder klecksen. Ich nehme jetzt noch mal ein bisschen was von dem dunkleren Blau, ne? An die Stellen, wo ich halt der Meinung bin, da könnte noch ein bisschen was hin. Wenn man das jetzt noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, farbintensiver haben möchte. Und dann kommt jetzt als nächstes Lila. Auch einfach dann so nach Gefühl da drauf tupfen. So, wo ist mein Lila? Da. Immer so richtig schöne Kleckse da drauf machen. Wenn euch das jetzt, wenn euch das jetzt zu sehr tropfen sollte, kann man auch mal einfach abtupfen. Jetzt werde ich mit Weiß arbeiten. Mache mir da auch wieder irgendwo mal Kleckse hin. Das könnte jetzt noch ein bisschen nasser sein, meine weiße Farbe, damit die auch runterläuft. Im Nachhinein könnt ihr dann auch immer noch mit den anderen Farben arbeiten. Einfach so nach Gefühl dann auch mal. Hier könnte jetzt noch ein bisschen Lila hin, zumindest meiner Meinung nach. Hauptsache, das Ganze ist auch immer gut nass, damit das halt so richtig schöne Verläufe nachher gibt. Normalerweise würde ich jetzt mein Ei zum Trocknen aufhängen. Ich werde das Ganze aber jetzt ein bisschen beschleunigen, indem ich das hier einfach mal unter das Teelicht vorsichtig halte. Man kann jetzt auch noch immer ein bisschen weiter dekorieren oder ein bisschen weiter malen. Wenn man jetzt der Meinung sein sollte, da hätte ich jetzt gerne noch hier ein bisschen weiße Farbe, kann man jetzt auch immer noch machen. Und überschüssiges Material einfach mal auf dem Zewa dann abtupfen, aber auch ein bisschen vorsichtig machen, nicht, dass ihr die ganze Farbe wieder runter habt. Und hier könnte noch ein kleiner Klecks hin. Aber so geht das eigentlich ganz gut. Nur nicht zu nah dran halten, ne? Wir wollen das Ei jetzt hier nicht irgendwie zum Sprengen bringen. Ja, ich und meine Sprachstörung schon wieder. Da könnte auch noch ein bisschen Weiß hin. Aber es sieht auch nachher richtig cool aus. Ich frage mich gerade, hier ist irgendwas im Hintergrund gerade runtergefallen. Ich habe keine Ahnung, was das war. Auch hier oben, wo mein Finger jetzt noch ein bisschen dran war. Ich hoffe, der Aufhänger hält da jetzt auch weiterhin dran. Ja, mir ist gerade der Aufhänger abgegangen. Ist aber jetzt nicht schlimm. Jetzt halte ich das mal eben so fest. Das ist ja jetzt Gott sei Dank schon trocken. Hier habe ich jetzt noch ein bisschen nachgearbeitet. Da konnte jetzt noch ein bisschen was an Farbe hin. Zumindest meiner Meinung nach. Mal vorsichtig anfassen. Ja, da muss ich jetzt
auch gleich mir mal ein Stück Draht nehmen oder einen Zahnstocher. Mal gucken, ich habe jetzt hier gerade ein bisschen Draht greifbar. Ja, das kann dann halt auch mal passieren, ne? Dass dieser tolle Aufhänger, wie ich dachte, abgeht. Dieses Ei werde ich jetzt beiseite legen und lasse den Rest mal von alleine trocknen. Bei diesen 2 Ostereiern habe ich bereits vorgearbeitet, aber ich habe bei denen genau die gleichen Farben verwendet wie bei dem vorherigen Osterei auch. Ja, und so unterschiedlich können die dann halt auch werden. Und die sind jetzt allerdings noch nicht ganz fertig, weil ich wollte mit weißer Farbe da noch so kleine Farbspritzer drauf machen. Ich hoffe, das klappt jetzt gleich auch. Ich habe das nämlich ehrlich gesagt auch noch nie gemacht. Ich mache jetzt mal weiße Farbe an meinen Pinsel dran. Ich glaube, das Ei legen wir jetzt erstmal beiseite, falls das jetzt doch nichts werden sollte. Erstmal hier einmal testen. Ja, okay. Zack, zack. Jetzt hat man natürlich das Problem, wie soll man es jetzt halten? Ja, das wird jetzt interessant. Ich hätte mir jetzt so ein bisschen Steckschaummasse nehmen können und das Ei da so hineinstecken. Aber ich glaube, das sieht nachher ganz cool aus. Könnte man jetzt auch wieder unter sein Teelicht halten, das Osterei, damit es schneller trocknet. Jetzt habe ich, Trottel, allerdings das Teelicht schon ausgemacht. Wo ist denn mein Feuerzeug? Ich war vorhin einen Schritt zu schnell. Jetzt ist mein Feuerzeug auch noch kaputt gegangen. Ah, nee, doch nicht. Ha, haben wir Glück gehabt. So, halten wir hier auch mal drunter. Dann geht das einfach noch mal einen Tacken schneller mit dem Trocknen. So, das kann jetzt schon mal weg. Und dann machen wir das hier mit dem Ei auch noch mal so. Das hat jetzt hier Gott sei Dank noch den Aufhänger dran. Aber ich glaube, dieser Aufhänger, der geht auch gleich ab. Weiße Farbe ist am Start. Also manchmal könnte man auch 3 Arme gebrauchen, ne? So. Doch, das sieht cool aus. Bei dem Ei habe ich jetzt den Vorteil, ich kann das jetzt gleich einfach aufhängen zum Trocknen. Das sähe auch noch mal richtig cool aus mit so einer goldigen Farbe oder mit so einer Silberfarbe. Silbrigen Farbe. Ich glaube, dann würde das auch einen richtig coolen Eindruck machen. Aber mehr werde ich jetzt an diesem Osterei nicht mehr gestalten. Das ist jetzt soweit fertig, muss halt nur noch trocknen. Ich denke, meine Ostereier sind ganz cool geworden. Das Einzige, was ich jetzt noch machen werde, ich werde sie noch mit Sprühlack einsprühen, um die Farbe noch mal zu fixieren. Das mache ich jetzt allerdings draußen. Ach, das Osterei wollte ich euch jetzt auch noch mal zeigen. Das ist eine Version, die ich mit Schwarz, Blau-Schwarz und mit Weiß erstellt habe. Ich glaube, das sieht auch ganz cool aus. An dieser Stelle werde ich mich jetzt auch mal bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!